Der 11. September 2001 war ein Datum, was die Welt geändert hatte. Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet. 2 Flugzeuge, die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan, getroffen. Doch nicht nur die Welt hat es verändert. Auch viele der Videospiele zu der Zeit wurden geändert. Ich will euch mal ein paar zeigen, was geändert worden ist in dieser Mini-Doku hier. Gute allerseits. Ja, es sind nun 24 Jahre her, vom 11. September 2001, wo viele wieder der Opfer gedenken auch. Und ich bin ehrlich, die ganzen Witze und Memes, die heutzutage existieren, finde ich nicht schön. Wo ich auch versuche, dieses Video memefrei zu machen, aufgrund des sensiblen Themas. Aber keine Sorge, es ist spannend, denn viele der Änderungen der Videospiele sind interessant, fraglich oder halt auch verständlich. Ich habe mir 6 Spiele herausgesucht, die von den 9/11-Angriffen betroffen waren. Natürlich gibt es viele weitere Spiele und sogar Filme, die verschoben worden sind, abgeändert sind und Co. Aber ich denke mal, ich habe da schon die relevantesten rausgepickt. Und wenn euch auch irgendein Spiel direkt interessiert, habe ich unten auch Kapitel eingetragen, damit ihr auch einfach vorspulen könnt. Aber fangen wir hier mal an mit SimCity 4. SimCity 4 ist ein Spiel, was hierzulande im Januar 2003 herauskam. Die Änderungen hier sind minimal, denn es war geplant, die World Trade Center hinzuzufügen, wurden dann aber aus dem Spiel entfernt. Das ist demnach komisch, da es zwar erstens geplant war, dass die beiden dabei sind und die Vorgänger SimCity 2000 und 3000 hatten die auch dabei gehabt. Naja, Modder haben es aber dann doch hinbekommen, die Türme wieder ins Spiel zurückzubringen, da Maxis bzw. EA die nicht zu 100% entfernt hatte. Und SimCity 4 war trotzdem ein gutes Spiel. Genauso wie Half-Life 2, was geändert worden ist. So ging es zumindest hervor nach einem Interview zum 20-jährigen Jubiläum des Spiels. In Half-Life 2, welches im November 2004 erschien, gab es ein Level, was komplett gestrichen wurde. In diesem Level ging es darum, mit einem Flugzeug in ein Hochhaus zu krachen, was ja sehr unpassend ist und die Entwickler sich entschlossen haben, das zu entfernen. Nur leider gibt es davon keine Bilder oder ähnliches, was danach ausgesehen hätte für das Spiel. Und viele der Szenen wurden auch aus Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty überarbeitet und sogar noch mehr. Das Spiel kam hierzulande im März 2002 für die PS2 und in den USA am 13. November 2001 sogar. Das Spiel wurde nach den Anschlägen verschoben. Intern wurde der Krisenmodus ausgerufen, denn es ist ein Spiel, wo es um Terroristen geht und in New York spielte. Über 300 Punkte in dem Spiel wurden überarbeitet. Und selbst Hideo Kojima, der Videospielentwickler, der das Spiel nicht veröffentlichen wollte aufgrund der Anschläge. Und vor allem nicht nur das. Er hat die Verantwortung auch übernommen, sogar aus dem Unternehmen auszusteigen. Naja, Konamis Gründer und der damalige PlayStation-Präsident Ken Kutaragi haben ihn aber gedrängt, das Spiel trotzdem mit den Änderungen zu veröffentlichen. Mit vollem Erfolg. Es hatte sehr hohe Bewertungen von allen bekommen und es wurde nur 2 Wochen verschoben. Hoch geht es auch zu Fliegen mit dem Microsoft Flight Simulator, was auch von 9/11 betroffen war. Speziell die 2002-Version, die am 26. Oktober 2001 herauskam. Brauche ich da viel zu sagen? Es ist ein Spiel über das Flugzeug und das Fliegen. Die World Trade Center wurden entfernt aus Solidarität zu den Opfern, da New York auch eine Stadt ist, in der man fliegen konnte. Das wollte Microsoft so anbieten. Doch dieses Spiel wurde dann speziell unter die Lupe genommen, da es halt wirklich eine Simulation ist, wie man so ein Flugzeug steuern kann. Und all das bis jetzt sind Spiele, die Änderungen haben, verschoben worden sind um ein paar Wochen oder Monate. Advance Wars für den GBA war aber ganz wild unterwegs.
Und ich hätte bei dem Spiel erstmal gedacht, dass es sehr lange verschoben wird. Denn in Advance Wars geht es darum, eben Krieg zu führen. Also natürlich halt fiktiv im Spiel mit der Gameboy-Grafik und so. Und jetzt könnt ihr raten, wann das Spiel in den USA herauskam. Ja, am 10. September 2001. Ein Tag vor den Terroranschlägen. Unpassender kann es fast nicht sein. Aber hey, wie will man denn so etwas vorher wissen? Nintendo hat reagiert und den Release für Europa auf Januar 2002 verschoben und in Japan kam es erst im November 2004 heraus. Ei. Nun, Advance Wars war aber dennoch ein klasse Spiel von Intelligent System und ich muss auch mal dieses Spiel probieren. Was ich mir jetzt aber zum Schluss aufgehoben habe, denn bekanntlichermaßen kommt das Beste ja immer zum Schluss, ist Grand Theft Auto 3. Das Spiel kam hier in Europa am 26. Oktober 2001 heraus, beziehungsweise am 22. in den USA. Eigentlich am 2. Oktober, aber eben wegen den Ereignissen wurde es verschoben, um Änderungen vorzunehmen. Denn ich denke mal, jeder weiß, worum es in GTA geht, ne? Auf jeden Fall, der Teil spielt in Liberty City, was New York nachempfunden ist. Es wurde ein Jumbojet so überarbeitet in der Kulisse, dass dieser unter keinen Umständen in Hochhäuser fliegen kann. Weitere Änderungen waren, dass Radiosender überarbeitet wurden, Story-Dialoge wurden heruntergedreht, die Stadt im Allgemeinen angepasst, damit nichts an die Twin Towers erinnert. Und in den frühen Versionen von GTA 3 wurde auch die Brutalität entschärft, wie das vom Passanten nicht alle Gedärme und so um die Ohren fliegen. Und auch wurden die Polizeiautos von einem Blau zu Schwarz abgeändert, da eben die New York Polizeiautos auch in Blau sind. Ja, GTA 3 hat einige Änderungen bekommen im Nachgang. Und im deutschen Trailer ging es auch hervor, dass man auch Flugzeuge, die auf dem Boden sind, sprengen konnte, was aber natürlich dann entfernt worden ist. Aber GTA 3 ist nochmal weiter interessant, denn in manchen der frühen Versionen des Spieles, gerade die für die PS2, sind manche 9/11-Änderungen teilweise nicht drin. Und hier im Intro als Beispiel ist noch ein blaues Polizeiauto zu sehen. Alle späteren Versionen sahen dann richtig aus. Später dann wurde das Spiel auch etwas brutaler wieder, wo da wirklich alles abgespritzt hat bei den Passanten. Und natürlich gibt es auch weitere Spiele, die von den Anschlägen am 11. September 2001 betroffen waren. Dann wäre die Liste aber noch länger, was ja nicht sein muss. Ich denke mal, ich habe da hier schon die relevantesten herausgepickt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch irgendwas gewundert hat an den Spielen. Denn ich war auch teilweise erstaunt. Und staunen könnt ihr auch mit einem Abo bei mir, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Und das war's dann erstmal von mir. Und dann kann ich mal wieder sagen, man sieht sich.